Willkommen bei Backleben. Heute machen wir ein Powerbrot mit Tofu und Nussmix. Für unser Powerbrot brauchen wir Buchweizenmehl, Roggen- und Weizenmehl, Essig, Olivenöl, Buttermilch, Wasser, Salz, Nussmix, Tofu und Hefe. In Vorbereitung für unsere Teigherstellung mache ich jetzt Folgendes. Wir haben hier unser Buchweizenmehl und wir haben hier 200 Gramm Wasser. Ich bringe das Wasser zum Kochen, übergieße das Buchweizenmehl, schlage es einmal durch und gieße es dann auf eine Platte, einen Teller, wie auch immer, auf eine Fläche, um es etwas auskühlen zu lassen. Das sollte hinterher lauwarm sein, bevor es in den Teig kommt. Das mache ich deshalb, weil das Buchweizenmehl quellen muss. Dann ist es im Teig hinterher wunderbar, verbindet sich wunderbar mit dem Mehl und ist auch viel leichter zu verdauen. Außerdem werden alle guten Stoffe, die da drin sind, richtig gut aktiviert. Ähnliches mache ich mit dem Tofu. Meinen Tofu nehme ich und mixe ihn mit der Buttermilch, mache ihn etwas klein, dass er sich gut verteilt. Beide Stoffe sind natürlich hochenergetisch und passen wunderbar ins Powerbrot. Ich habe jetzt das Brühstück vorbereitet. So schaut das aus. Das ist mein Buchweizenmehl mit heißem Wasser übergossen und kurz quellen gelassen. Und hat jetzt so 30 Grad genau die passende Konsistenz. Schaut ein bisschen so aus. Meinen Tofu habe ich genommen mit der Gabel, einfach ein bisschen klein gedrückt, zusammen mit der Buttermilch. Das schaut jetzt so aus. Und das kommt jetzt alles in unseren Kessel. Als erstes wie immer möglichst die Flüssigkeiten, also in dem Fall unser aufgelöster Tofu. Dann gebe ich das Olivenöl dazu. So, damit wir alles haben. Unseren Balsamico-Essig. Ist immer eine feine Note. Dann unsere Nüsse. Der Nussmix besteht übrigens aus wirklich verschiedenen Nüssen. Können Haselnüsse sein, Paranuss, Pekanuss, Cashewkerne. Es ist grob gehackt, gibt dem Ganzen wirklich einen schönen Geschmack, aber auch einen richtig guten Poweranteil. Das gleiche ist natürlich jetzt hier mit unserem Brühstück, mit unserem Buchweizenmehl und Tofu und Buttermilch natürlich als extra Eiweiß-Energieträger. Jetzt kommt das Mehl, das Salz an die Seite und zum Schluss brösel ich die Hefe über das Ganze. So, meine Zutaten sind jetzt alle im Kessel. Das Ganze schaut so aus. Und jetzt werde ich das in der Maschine so 6 bis 7 Minuten schön zu einem homogenen Teig verkneten. Der Teig war jetzt in der Maschine 6 Minuten. Ich nehme ihn mal raus und erkläre dann mal näher dazu, wie er sich aufbaut, wie er sich anfühlt. Hoppla. Der Teig ist jetzt relativ weich. Er ist Zimmertemperatur warm. Das kommt vom warmen gekohlenen Buchweizenmehl. Er ist schön elastisch. So muss er eigentlich sein. Ganz wichtiger Hinweis bei der Teigproduktion. Man sieht es im Video auch. Wenn man startet, könnte man schnell glauben, man produziert Streusel. Das sieht erst so aus, als wenn es nur kleine Klümpchen gibt und sich überhaupt nicht verbindet. In dem Teig ist genug Flüssigkeit, dass er sich verbinden kann. Durch das gequollene Brühstück vom Buchweizenmehl nimmt dieses Produkt, also das Buchweizenmehl im gequollenen Zustand, ganz viel vom Mehl auf und muss es erst selber noch zum Quellen bringen. Und darum sieht es am Anfang so aus, als wenn es Streusel gibt. Nach 6 Minuten auf mittlerer Stufe und auch nach kurzer Zeit auf hoher Stufe habt ihr einen wunderschönen Teig, so wie ich den hier jetzt auch habe. Der bleibt jetzt auf dem Tisch liegen und er kriegt jetzt eine Teigruhe von 60 Minuten. Und danach machen wir das Brot auf und ich zeige euch, wie es weitergeht. Unser Teig hat jetzt eine Teigruhe von 60 Minuten hinter sich und er schaut so aus. Wie man sieht, ist er schön gekommen. Den ziehe und falte ich jetzt und wirke ihn ein bisschen rund. Sprich, ruhig einmal so ein bisschen rausdrücken, leicht rund wirken. Und hier gehe ich auch wieder hin und drücke sehr wenig auf den Teig ein, sodass ich ihn am Ende nur einmal in Struktur gebracht habe. Gebe ihm jetzt nochmal 10 Minuten Entspannungszeit. Der Einfachheit halber nehme ich wieder meinen Kessel, lege ihn schön drüber und da kann er ruhen. Gleich machen wir weiter. Der Teig konnte jetzt 10 Minuten entspannen. Wie man sieht,
Er hat schon eine schöne Struktur, er ist auch wieder ein bisschen gekommen. Jetzt wirke ich den noch einmal rund. Bevor ich das mache, nehme ich hier mein Gärkörbchen, stäube das ein bisschen mit Mehl aus. Das Gärkörbchen hat einen Durchmesser von 23 cm und hier lege ich gleich mein Teigstück mit dem Schluss nach oben in das Körbchen. Hat den Grund, dass wenn ich es später umdrehe und lege aufs Backblech, kann ich die obere Seite noch mit dem Messer etwas einschneiden. So, ist nicht spektakulär, aber auch hier, ich weise nochmal darauf hin, nicht den ganzen Teig zusammendrücken, nur auf den Schluss ein wenig einwirken. Der kriegt schon so eine gute Struktur und das ist auch das, was das Teigstück jetzt braucht. So, jetzt drücke ich meinen Schluss zu, lege es in das Körbchen, drücke es ein bisschen an und diese Größe ist genau passend für dieses Teigstück, dass es hinterher ein schönes, wirklich gut ansehnliches Brot gibt. Und schmecken tut sowieso. Ja, der geht jetzt nochmal in die Teigruhe, dieser Teig, in die Stückruhe für 30 bis 40 Minuten, je nach Wetterlage und Witterungslage. Und dann kommt er in den Ofen, aber da sage ich gleich noch was dazu. Unser Teigstück hat jetzt abgedeckt 30 Minuten Teigruhe gehabt. Bei uns ist es heute sehr warm, darum reicht diese halbe Stunde auch aus. Wir legen es jetzt vorsichtig auf unser Backpapier, unser Backblech. Ich mache jetzt Folgendes, ich nehme jetzt die Gabel und steche einmal rundherum ein, ganz leicht nur. Das mache ich, damit das gleich im Ofen, beim sogenannten Ofentrieb, auch dort die Gelegenheit hat, ein wenig Gas austreten zu lassen. Jetzt schneide ich nur noch einmal rundherum ein bisschen ein, gar nicht tief, das bricht ohnehin sehr schön auf. Und das kommt jetzt in den Ofen, die ersten 10 Minuten mit Dampf bei 220 Grad. Dann lasse ich den Dampf ab, dann noch einmal 10 Minuten bei 220 Grad und dann regle ich runter für weitere 20 Minuten auf 180 Grad. Backzeit hier zwischen 40 und 45 Minuten. Den Rest sehen wir dann, wenn es gleich aus dem Ofen rauskommt. Unser Powerbrot war jetzt 40 Minuten im Ofen. Es ist gut durchgebacken, es sieht sehr schön aus. Man hört es auch, es ist sehr, klingt hohl. Powerbrot haben wir es genannt deshalb, weil ganz hochwertige Zutaten drin sind. Tofu als Eiweißbringer, Nüsse gesund mit Spurenelementen und Ölen. Der Buchweizen selber, gerade auch als Brühstück, eine ganz tolle Sache, entwickelt ganz, ganz viele gute Eigenschaften. So ein Brot ist hervorragend geeignet, sich gesund zu ernähren, wenn man viel Fitness macht. Wir haben hier wie immer unser Rezept in der Videoverlinkung. Schickt mir gerne eure Anregungen, eure Fragen, eure Kommentare. Ja, und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir, dieses Brot zu backen, dieses Brot auch zu essen. Es riecht herrlich. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis in 2 Wochen wieder bei Backleben. Ja, was soll ich denn sagen? Nehmen, laufen oder was? Cut, das machen wir noch mit. Da steht nämlich ein ganz kurzer Satz. Was, das war doch nicht lange. Ja, ich weiß es. Powerbrot deshalb, weil ich jetzt meinen Text vergessen habe.